Hi, herzlich willkommen beim Ludis Tarot. Wir gucken mal, was heute für eine Botschaft dabei ist. Ich heiße Nina und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir haben schon die 10 der Münzen und die Königin der Schwerter. Befreiungsschlag, höre ich. Befreiungsschlag. Jetzt wäre noch interessant, worauf sie weist, denn sie hat etwas den Rücken gekehrt. Entweder einer Vorstellung dieser 10 der Münzen-Situation, das könnte natürlich sein, oder sie hat, also wenn dich das meint, hat das, was hier in der 10 der Münzen so schön dargestellt ist, das Gemeinsame, der Reichtum an Ideen, der Reichtum natürlich auch an Dingen, an Geschichten, an Verschiedenheiten, die zusammenkommen. Es könnte sein, dass sie sich daran erinnert. Sie hat es im Rücken. Also egal, was du für ein Geschlecht oder Gender hast oder bist, könnte es sein, dass du dich befreist, weil du dich erinnerst, was die 10 der Münzen für dich bedeuten könnte. Und hier haben wir noch mehr im Hintergrund. Einmal die 9 der Kelche, Wunscherfüllung, für die du selbst verantwortlich bist, für die du selbst einstehst. Die 2 der Stäbe. Man könnte sagen, auch das Ideenspinnen, also das Abgleichen von dem, was in der Realität passiert, in der großen Welt passiert, mit dem, was du in deinem Modell von der Welt, spinnst, dir vorstellst. Ja, was du dir imaginieren kannst, also was du dir vorstellen kannst, wie du diese Welt betrachten kannst. Natürlich sind auch immer Projektionen dabei, also natürlich kommen aus unseren Vorstellungen von der Welt auch Projektionen auf die Welt. Und ich habe gerade, das hatte ich vorher schon, das kam schon, bevor ich das Reading angefangen habe. Wir können manchmal in unserem ESO-Ding, so, also in der auch ein bisschen, sagen wir mal, leicht magischen Wahrnehmungen vom Leben und von den Sachen, die so passieren, Synchronizitäten und Sachen, die halt uns wie Zufälle vorkommen oder dass wir das Gefühl haben, es gibt eigentlich keine, die Dinge sprechen zu uns, Situationen haben so einen symbolischen Überschuss, das heißt, sie sagen uns mehr als vielleicht in einem Bewusstsein, das eher materialistisch ist. Und es kann sein, dass man so ein bisschen in einer Zauberwelt landet, die entweder sich entfaltet, also die irgendwie tatsächlich einen zum Staunen bringt. Und ich würde sagen, immer wenn das Staunen da ist, haben wir einen ganz guten Indikator dafür, dass da wirklich was Substanzielles passiert. Also dass dein Bewusstsein etwas, oder meins oder wessen auch immer, Bewusstsein etwas erfasst, das wirklich bestaunenswert ist, das wirklich die Aufmerksamkeit verdient, die sich dann eben auch verändert, also einen anderen Aggregatzustand bekommt, eine andere, also die dann vielleicht flüssiger wird oder wo sich etwas verändert, wo sich etwas verschiebt. Es kann aber auch sein, dass man sich daran festklammert, dass die Dinge immer zauberhaft sein sollen und wir uns dann Situationen, die eigentlich vielleicht eher ein bisschen nüchtern sind oder gar nicht so toll sind oder auch gar nicht so viel hergeben. Das passiert dann oft in Bezug auf Menschen, die man vielleicht im eigenen Leben vermisst oder auf Kommunikationen, die eigentlich unbefriedigend sind, dass man sich da diese Zauberwelt konstruiert und die ganze Zeit denkt, dass ein Mensch mit einem kommuniziert, der eigentlich nicht mit einem kommuniziert. Und man sieht dann irgendwelche Zeichen und sowas. Haben wir alle wahrscheinlich schon zigfach durch, solche Phasen. Und ich glaube, viele Menschen kennen das viel mehr, als sie zugeben würden. Aber das ist natürlich auch ein, sagen wir mal, Risiko oder es ist eine Möglichkeit, diesen Abgleich zu verpassen und dadurch natürlich auch die Möglichkeit zu verpassen, die Kelche, die Wünsche, die emotionale Erfüllung selbst in die Hand zu nehmen. Darum geht's hier. Das scheint Teil dieser 10 der Münzen Geschichte zu sein, die so ein bisschen der Backup ist von der Königin der Schwerter.
die jetzt unsere Protagonistin ist, also das bist du. Und im Hintergrund haben wir auch noch den König der Münzen. Eine Qualität, vielleicht auch ein Mensch, vielleicht ein Teil von dir selbst, der witzig einerseits genügsam ist, also zum Beispiel nicht viel Geschwindigkeit braucht, nicht viel Ereignis braucht und dadurch seinen Reichtum pflegt. Reichtum kann jetzt alles Mögliche bedeuten, kann Ideenreichtum sein, kann materielle Fülle sein, kann sein auch zu erkennen, dass in der Umgebung, wie wir es hier sehen, schon sehr viel ist, dass extrem viel da ist. Das könnte man auch wieder mit dem Staunen in Verbindung bringen. Du bist fähig zu staunen und das macht dich reich. Ja, es könnte aber auch ein Mensch sein. Wir haben hier auch den Stier, hier auf diesem Thron, wo der drauf sitzt. Das sind so Stierköpfe, Reliefs oder Statuen. Eingemeißelt. Also hier ist etwas Stabiles. Hier gibt es vielleicht einen sehr stabilen Menschen in deinem Leben, der muss jetzt nicht Sternzeichen Stier sein, könnte aber sein, der diese Zufriedenheit, schau dir nochmal an, wie dieser Mensch wirkt, der dich an diese Zufriedenheit erinnert. Nicht groß Brimborium zu brauchen, sondern einfach tatsächlich in der Gegend herumsitzen zu können, umgeben von allem, was da ist. Und diese Zufriedenheit empfinden zu können, das auch als das zu erkennen, was einen wirklich umgibt, das heißt, was einen bereichert. Ob man es jetzt besitzt oder nicht, ist eine ganz andere Frage oder vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber hier gibt es vielleicht tatsächlich einen Menschen oder irgendwie eine Qualität, eine Energie, eine Kraft, eine Erinnerung oder eben ein Teil von dir, der dich daran erinnert, der dir den Rücken stärkt und dich daran erinnert, dass es verdammt viel gibt. Und wie sich das anfühlt, das Leben zu genießen, auch wenn vielleicht bestimmte Dinge sich nicht erfüllen. Und ich habe eben danach gefragt, worauf zeigt die Königin der Schwerter? Und es haben sich hier Karten, ohne dass ich es gemerkt habe, umgedreht. Und das sind die 10 der Stäbe und die 2 der Kelche. Also wenn wir uns das jetzt so vorstellen, also ich soll die nehmen, fühlt sich richtig an. Die Königin der Schwerter ist natürlich eine Kraft, die sich von etwas lossagt, die sich von etwas befreit und die auch ihren eigenen Standpunkt einnimmt, die versteht, wir haben das jetzt, also König der Schwerter wäre der männliche Aspekt oder also das Maskuline oder wie auch immer man das dann bestimmten anderen Attributen zuordnet, hat wie gesagt im Tarot nie was damit zu tun, ob du Mann, Frau oder was anderes bist, also ein anderes Gender oder Geschlecht bist. Es geht bei der Königin der Schwerter darum, würde ich sagen, dass es eine gedankliche, aber auch emotionale Bestimmtheit gibt. Hier ist ein Mensch, der sich emotional auch abgrenzen kann mit Hilfe des Verstandes. Und ich finde, es geht in der Karte der Königin der Schwerter weniger darum, sich auf eine Weise abzugrenzen, die so sehr auf Verteidigungsmodus ist, sondern es ist dieser Befreiungsaspekt. Es ist dieser Akzent, auf dem sich von etwas befreien und dann einen Schritt zurückgehen und von da aus eine Situation anders beurteilen und auch seinen Punkt machen, aber vielleicht weniger tatsächlich in die Diskussion zu gehen, nur wenn es nötig ist, aber vor allem dieses Verstehende, dieses hier mit ein bisschen Abstand kann ich sehen erstmal, also kann der eine Mensch sehen, kannst du sehen, dass die Dinge sich für dich anders zeigen. Und du bist in der Lage, das auch argumentativ zu begründen und das zu diskutieren, wenn du herausgefordert wirst. Aber du musst nicht in die Auseinandersetzung gehen und du verteidigst dich quasi nicht. So, also wie der König der Schwerter hat hier sein Schwert so vor sich und es ist so, Alter, komm mir bloß nicht blöd. Der Königin der Schwerter sollte man auch nicht blöd kommen. Aber ich würde sagen, sie hat eine andere Raffinesse, finde ich. Und dann zeigt sie auf also es geht auch stark darum, es für sich zu verstehen, erstmal. Also diese Verarbeitung von etwas. Ja.
Und vielleicht beim König der Schwerter, dem ordne ich zu, dass er eher, dass man, wenn man in dieser Energie ist, eher nach außen tritt damit, was man erkennt, was man durchschaut. Also ja, dass beide durchschauen. Und sie gehen vielleicht ein bisschen unterschiedlich damit um. Es sind andere Bewegungskräfte. Aber was macht sie? Also sie verweist auf die 10 der Stäbe und die 2 der Kelche. Kann es sein, dass du hier Mühe hast in Bezug auf entweder, also das ist der Teil, den wir immer mit einbeziehen können, dass es um die Vermittlung von Teilen von dir geht, wie hier bei der 2 der Kelche das natürlich der Fall sein kann. Aber wir können uns auch die Frage stellen, ob es Mühe gibt, starke Belastung gibt in Bezug auf die Frage von Begegnung, romantischer Begegnung. Jetzt natürlich hier im Speziellen. Es kann um eine Frage gehen, die für dich verstanden wird mit der Königin der Schwerter oder die, worauf sie verweist. Also vielleicht weist sie auch dich an, also verweist dich darauf, deutet für dich darauf hin. Hier gibt es eine Frage, die zu verstehen ist, mit der du dich von etwas lösen kannst, von einer Mühe, von einer Schwerfälligkeit, von einer Belastung in Bezug auf romantische Liebe zum Beispiel. Oder Liebe zu dir selbst oder eben auch Liebe zu einem Vorhaben, zu einem Projekt. Vielleicht zu einer Kunst, die du ausführst. Das Letzte soll ich nochmal betonen. Du möchtest insgeheim vielleicht, könntest du dich fragen, etwas leichter haben, etwas leichter nehmen. Nicht immer nur aus der Verzweiflung schöpfen. Oder du entscheidest dich dazu, dass das dein Antriebsmoment ist. In Bezug auf, wenn du jetzt zum Beispiel was Künstlerisches machst oder wenn du ein Projekt hast, wenn du was umsetzen willst, da kann das ein Kraftmoment sein. Es kann von da aus passieren, deswegen sage ich immer diese ganzen Sachen gleichzeitig, also dieses ein Teil von dir oder irgendwie deine Kunst oder dein Projekt oder eben Begegnung, Freundschaften, Liebe, Familie, Beruf, was auch immer. Man kann diese ganzen Dinge parallel zueinander nennen. Nicht, weil sie gleich wären, aber es passiert oft, dass wir einen ähnlichen Zugang zu den Dingen haben. Also, dass wir in der einen Sache zum Beispiel besonders um die Ohren kriegen, nehmen wir jetzt zum Beispiel irgendwie Liebessachen, romantische Sachen, Sehnsucht, dass sich die Dinge da sehr konzentriert und sehr destilliert für uns zeigen. Also, dass wir da schnell an den Punkte von Verzweiflung kommen, wenn da irgendwas Frust auslöst, wenn da irgendwas scheiße läuft. Und dass wir dabei übersehen können, weil wir dann die ganze Zeit daran rumpuzzeln und rumpopeln oder daraus eben diese Zauberwelt machen und das total verklären, dass wir übersehen, dass wir das gleiche Verhältnis, den gleichen Umgang mit Teilen von uns selbst und auch eben mit unseren Künsten, mit unserer Kreativität haben. Dass wir das genauso ablehnen wie bestimmte Sachen, die uns dann vielleicht zum Beispiel in Liebesbeziehungen um die Ohren fliegen. Also das lohnt sich total, da mal hinzugucken, ob da was erkannt werden kann von Parallelen, von Sachen, die da ähnlich laufen. Aber weil wir halt irgendwie denken, das wären immer so abgesonderte Bereiche und so ganz unterschiedliche Lebensbereiche und Dimensionen, verpassen wir das oft, da Erkenntnis zu finden, da diese, ich will das Wort nicht sagen, das klingt so komisch wissenschaftlich, Strukturanalogien finden. Also Sachen, wo wir uns ähnlich verhalten oder wo ähnliche Merkmale, ähnliche Dinge auftauchen, die man dann analysieren kann. Aber die man vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du findest irgendwie eine Parallele in deinem Umgang mit Romantik und wenn du malst, deinem Malen zum Beispiel, dann kann es sein, dass es leichter ist, in deinem Verhältnis zu deiner Kunst eine Veränderung auszuprobieren, etwas anders zu sehen, etwas anders zu machen. Und mit dieser Erkenntnis, das passt jetzt sehr gut zu dem, was wir hier haben,
mit dieser Erkenntnis andere Erfahrungen gemacht zu haben, machen können. Auch den Spielraum, also den immensen Spielraum zu erkennen, den du hast. Und dass du sehr viel selbst erzeugen kannst. Dass du gerade da eben dein inneres Atelier hast, deinen Spielraum hast, dein Labor hast, ausprobieren kannst. Deine Wahrnehmung verändern kannst. Damit eben natürlich auch die Dinge verändern kannst, dein Erleben verändern kannst, aber auch das, was in dein Leben treten darf und was draußen bleiben muss. Oder was wir sabotieren unbewusst oder was wir anziehen und vielleicht nicht mehr wollen. Das kann sein, dass ein Zugang, also etwas zu lösen, zum Beispiel in Bezug auf Liebe oder Beziehungen, erstmal es an einem anderen Ort zu machen. Also vielleicht tatsächlich, wenn du malst mit deiner Malerei, die Liebe dazu zu erkunden und zu schauen, ob du die Beziehung zu deinem kreativen Ich verbessern kannst, ob du da etwas heilen kannst und eben von da aus neue Möglichkeiten findest auch. Ein bisschen die Mühsal, die Schwerfälligkeit, also die Schwere, die Belastung weniger zu haben in den Begegnungen. Es kann auch sein, dass du da einfach was wegarbeitest, was altes Trauma ist. Manchmal ist es Jahrtausende alte Scheiße, die durch uns durchgeht. Also es kann wirklich alles Mögliche sein. Es kann was Biografisches sein, es kann was Neues, Frisches sein, aber häufig ist es ein Widerhall und eine Erinnerung an etwas, was sowieso schon da ist. Und es ist hilfreich, immer an den Stellen zu arbeiten, wo man arbeiten kann. Und nicht da, wo zum Beispiel, wenn du jetzt darauf wartest, dass ein Mensch mit dir Kontakt aufnimmt und der ist irgendwie weg oder irgendwo ist ein Konflikt oder irgendwo kommt dir jemand zu nahe oder was auch immer. Irgendwo hakt's. Es kann total helfen, auf einem anderen Feld erstmal einen Versuch zu machen, mit der Beziehung zu etwas anderem, was du halt auch liebst. Da vielleicht auch Freude zu finden wieder, also einfach diese Stäbe loszulassen und zu sagen, boah, mir hat total gefehlt, einfach mal rumzutanzen oder zu malen oder irgendetwas zu machen und ich habe diesen Frust vielleicht in die Beziehung gelegt und der andere vielleicht auch. Es kann sein, dass das dann auch aus dem anderen Feld, was einem besonders heikel und so besonders schwierig vorkam oder so besonders brisant vorkam, irgendwie durch magische Weise verschwindet. Einfach weil sich dein Traumaprofil ändert. Situationen müssen sich dadurch ändern. Allein wie du sie erlebst. Oder du bist in der Lage, sie zu verlassen, weil du erkennst, dass du das so nicht mehr willst. Oder deine Königin der Schwerter zu stehen und halt irgendwie zu sagen, was dir nicht gefällt. Und zu wissen, und das ist eine verdammt gute Voraussetzung dafür, auch in Verhandlungen zu gehen, zu wissen, dass du auch alleine sein kannst. Das ist vielleicht genau das, was es dir so oft schwer macht und wo du denkst, boah, scheiße, also könnte sein, wieso ist das hier so schwer in meinem Leben? Und anstatt eben sich diese Zauberwelt zu bauen im Kopf, also Stichwort Limerenz, irgendwie Sachen, die man sich erträumt, wo man sich was Tolles vorstellt und dann irgendwie jemanden findet, auf dem man das besonders gut projizieren kann oder der da ein Stück weit mitmacht, was oft dann auch irgendwann nach hinten losgeht. Also in der Regel tut es das, weil Menschen sind halt nie so wie unsere Vorstellungen von ihnen. Nie. Die Welt ist viel größer als das Modell. Aber dieses auch den Frust mit dir selbst und die Einsamkeit manchmal vielleicht aushalten zu können. Das ist schwer. Das ist für uns alle schwer. Das könnte aber dein krasser Skill sein. Es ist das, was dich halt befreiter in Begegnungen und Beziehungen gehen lässt. Du kannst dadurch auch Raum lassen, weil du weißt, du musst nicht immer die ganze Zeit vom anderen Bestätigung haben, dass der andere Mensch noch da ist. Du kannst erwachsen in Beziehungen gehen. Und das heißt, du weißt immer, dass du auch im Zweifelsfalle alleine klarkommst. Das mag unromantisch klingen, aber es macht unsere Beziehungen freier, lebendiger und schöner, weil wir dem anderen Menschen nicht aufzwingen, für uns irgendwie eine Elternfigur oder irgendeine besondere Ikone oder sowas zu sein, irgendein Anhaltspunkt, ein Fixpunkten, ein Ort, an dem wir uns stabilisieren können. Es ist total schön, einander zu trösten und auch zu stabilisieren, den Rücken zu stärken. Ne? Also es ist was total Schönes, aber es muss verdammt nochmal freiwillig sein.
Wir können das nicht, wir können nicht an Menschen herumzerren, um sie dazu zu bringen, das für uns zu sein. Das heißt, wenn irgendwas nicht gut läuft, kann es sein, dass du diesen Skill auspackst oder vielleicht auch kennenlernst, in dem frei gewordenen Raum, wenn da zum Beispiel irgendwo eine Kommunikation nicht läuft oder so. Das ist ja ein Klassiker, weshalb viele Menschen anfangen, Kartenlegungen zu gucken. Es ist dieses, der andere Mensch meldet sich nicht. Du kannst versuchen, es als Freiraum zu begreifen. Raum, in dem du Zeit hast, dich neu zu justieren, dich neu zu orientieren, etwas in dir zu finden. Nicht zwangsläufig, damit du auslöst, dass der andere Mensch doch irgendwie auf die Idee kommt, dass du super bist. Vielleicht weiß der Mensch das auch und hat ein ganz eigenes Ding. Vielleicht ist es auch nicht der Mensch, der in der Lage ist, das zu erkennen oder der mit dir harmoniert. Wer weiß, was sich zeigt. Aber dieser Wagemut, dieses, man nutzt diesen oder du nutzt diesen frei gewordenen Raum in der Nicht-Kommunikation, in der Funkstille, falls es darum gehen sollte. Ja, wer kommt mir gerade durch, es könnte sich hier um eine ja, 3-mal unterstrichen, Ausrufezeichen und Sternchen, Funkstille. Hier gibt es eine Funkstille. Gut. Nutze die. Nutze die Funkstille. Ich musste gerade zweimal aufstoßen. Man sagt auch, das sei, im Englischen heißt es Confirmation Burp, also der Bestätigungsrülpser. Vielleicht findest du auch eine Liebe, eine neue Dimension von Liebe zu deinem Körper. Also dieses, du brauchst gar nicht einen anderen Menschen, der dir zum Beispiel durch eine Umarmung oder durch Berührung, also alles heilsam, alles super, aber du erkennst, dass du es auch nicht notwendig brauchst immer von anderen, sondern dass du auch dass du einen völlig neuen Zugang findest, dir selber Liebe zu geben, liebevoll mit deinem Körper umzugehen. Kann auch eine wichtige Erkundung sein jetzt, die ansteht, falls es hier für dich alles passend ist oder manches passend ist. Das sind manchmal die wirklich magischen Momente, in denen wir Formen der Selbstliebe wiederfinden, die tatsächlich das auch hier mit Augenhöhe. Wir haben hier ja eine Situation von Augenhöhe, also Herzen, die auf der gleichen Ebene schwingen, mit denen wir im besten Fall auch sehen, wie es so schön heißt. Ist nur möglich, wenn wir uns nicht wenn wir uns nicht infantil verhalten. Was nicht heißt, dass wir uns nicht auch ein bisschen wie Kinder verhalten können, weil das ist eigentlich etwas, wo wir wieder, also quasi entlastet von diesen ganzen, es ist alles eine Bürde, Dinge sind eine Bürde, diese Beziehung ist eine Bürde, ich bin eine Bürde, der andere Mensch ist eine Bürde. Das fallen zu lassen und die Begegnung innerhalb dieser unglaublich reichen und schönen Umgebung, vielleicht unter Menschen, vielleicht in dem Gefühl immer auch eingewoben und eingebettet zu sein und mittendrin zu sein, dass man dafür nicht nur das Signal eines besonderen Menschen braucht, sondern dass man das permanent erleben kann. Das macht Begegnungen in der Regel leichter und befreit sie davon, alles bieten zu müssen. Und manchmal entfalten sie genau dadurch halt die Dinge, die sonst verborgen bleiben würden, wenn man es der Sache abzwingt. Okay, das war's. Dann alles Gute für dich, für euch und ich wünsche viel Neugierde oder Neugier. Ich weiß immer noch nicht, was man davon jetzt sagt. Ist auch egal. Viel Neugierde wünsche ich beim Erkunden dieses Raumes. Das kann was sehr Nachhaltiges und Wertvolles für dich sein. Und ja, etwas, wo du auch wieder kennenlernst, welche ganzen Dinge es in deinem Leben gibt, die du füllen kannst. Mit deinem Wasser oder mit füge dein Lieblingsgetränk ein. Mit dem, was du da reinfüllen willst. Das sind diese leeren Momente, wo sich zeigt, wie viel Fassungsvermögen du hast, wie viel darauf wartet, von dir befüllt zu werden. Vielleicht Ideen, vielleicht alte Projektideen, die du wieder aufnimmst, die du aufreißt. Kann vieles sein. Oder Teile in deinem Herzen, die
ja, wie dein Arsenal von Gefäßen. Und dann kannst du verschiedene Töne mit erzeugen. Okay, jetzt höre ich aber mal auf zu assoziieren und überlasse dir das Feld und sage Adieu, bis bald, ciao.